Willst du noch ein bisschen Handheld machen? Meinst du? So. Das machen wir dann. Ja, jetzt machen wir erstmal Intro. Oder wollen wir das Testcam so zeigen? Ich halte es in der Hand. Ja, ist nicht zu schwer, Kelvin? Ist schwer? Ich halte es lieber mal so. Geht? Ja. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem weiteren tollen Video. Und zwar, ihr seht es schon, Kelvin, der Bizep wächst, oder? Ja, also hier. Das ist schwer. Was ist das denn? Genau. Was ist das, Kelvin? Das ist eine Matratze fürs Ja. Auto. Und ich meine, ihr kennt ja schon einige Campingmatratzen für gerade Tesla-Modelle. Aber die hier, die ist ein bisschen anders als die anderen. Die ist absolut anders, denn was unterscheidet sie? Erstens die Qualität und zweitens nutzt diese Matratze endlich mal wirklich die komplette Breite des Fahrzeugs aus. Also nicht nur 90, 94 cm, sondern wir gehen da wirklich an den Rand, was möglich ist. Und gerade für zwei Personen, wenn ihr mal zusammencampt, ihr wisst selber, muss ich kurz erzählen, ich habe das Model Y geholt wegen dem Camping. Ich war mit Veronika in Spanien, ich war mit Veronika in der Schweiz. Also wir nutzen das schon gerne. Ja. Und es gab einfach bisher keine, oder? Es gab keine, die, ich sag mal, einen vernünftigen Preis hatte. Es gab keine, die auch die ganzen Maße wirklich der Form angepasst ausnutzte. Ja. Und gleichzeitig, ich sag mal, in so ein handliches Format Richtig. passt, dass du es einfach, ich sag mal, in den Kofferraum packen kannst oder bei Model Y sogar in den Frunk. Genau. Und das schauen wir uns nämlich heute an. Es gibt für Model 3 eine und es gibt für Model Y auch eine. Bleibt dran und wir sehen uns nach dem Intro wieder. So, Kelvin, ich komme mal zu dir. Genau. Wir machen ein Unboxing, oder? Lass uns mal schauen, was drin ist. Ich habe schon mal 2 Zettel rausgeholt. Also erstmal kriegt man hier so einen schönen Testcamp-Zettel. Und da sieht man schon ein bisschen aus, was das besteht. Also einerseits haben wir die Tasche, da haben wir 3 Bauteile und nochmal ein Laken. Und dazu kommt noch dieses Zertifikat von CertiPure US, was eigentlich zertifiziert, dass in dem ganzen Ding hier, was wir drin haben, ich meine, man kennt es ja, gerade Sachen, die aus China kommen, haben ja oftmals Schadstoffe, die auch gerade gesundheitsgefährdend sind. Und das zertifiziert tatsächlich, dass dieses ganze Ding, und das haben wir sogar nachgeprüft, könnt ihr nachschauen bei CertiPure, keine Schadstoffe hat. Das heißt, man kann sich wirklich ohne Probleme dahinlegen, das Ganze einatmen. Es riecht auch nicht streng. Eigentlich alles super. So wie es heutzutage auch sein muss. Nachhaltigkeit und so weiter. So sieht's aus. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal auf. Das Ding, ne? Schauen wir mal rein. Schön Reißverschluss hat zwar. Genau, es hat eine sehr, sehr gute Tasche. Die ist auch richtig dick vom Material. Ja. Warte mal, Kelvin. Wollen wir kurz auch zeigen, dass es unten reinpasst, bevor wir es jetzt komplett ausräumen? Ja. Weil der Hersteller Testcamp hat ja auch prophezeit, warte, ich helfe dir, dass es hier unten reinpasst ins Fach. Ich habe jetzt zwar mein Ladekabel drin, aber guckt euch das mal an. Also ihr kriegt sogar komplett im Model Y hinten unter. Es ist verschwunden. Es ist einfach verschwunden. Und wir zeigen jetzt da vorne den Frunk. Hä? Genau, also es passt auch vorne in den Frunk rein. Gucken wir mal, ich mache es wieder runter. Ja, der ist sogar schon offen, wie aus Geisterhand. Und wir gucken es mal, ob sie... Wow, ob das zugeht. Warte mal, machen wir ein bisschen hoch, genau. Ja, ich glaube, du hast noch unten... Achso, ich habe die Dings noch drin. Ja. Die nehmen wir mal raus. Das Verbandszeug. Oh, weg ist es. Guckt euch das mal an. Also es ist wirklich... Theoretisch kann ich sogar noch das hier. Super. Super. Wir machen zu. Passt, Leute. Perfekt. Wir lügen euch nicht an. Es passt wirklich Gar rein. kein Problem. Hersteller, Also Daumen nach oben. Genau, vom Format her perfekt. Das passt wirklich beim Model Y vorne rein. Bei Model 3 werdet ihr es nicht hinbekommen. Da wird es vorne einfach zu hoch sein. Da ist natürlich der Frunk im Model Y ein bisschen tiefer. Bei Model 3 passt aber genauso gut hinten, unten in die Mulde rein. Perfekt. Also da könnt ihr es dann auch verstauen. Gucken wir nachher noch mal uns genau an. So, jetzt sind wir wieder hinten. Genau, weiter geht's im Thema. Ich würde sagen, wir machen das mal auf und schauen mal, was wirklich drin ist. Also wir haben jetzt hier einen schönen Reißverschluss. Ne? Können wir das Ganze hier aufmachen. Und da schaut uns schon die Matratze an. Das hier ist das Bettlaken. Das kommt auch noch gratis hinzu. Das gehört auch noch dazu. Und da seht ihr vor allem auch, das müsst ihr echt drauf achten, hier ist ein Y. Es gibt das fürs Model 3 und fürs Model Y. Wenn ihr bestellt, wir verlinken euch das unten hin bei Amazon. Achtet da drauf, ganz wichtig. Genau. Wa? Und apropos Amazon, was kostet das Ganze denn, wenn wir jetzt hier schon weiter hantieren? Also ihr müsst für die Matratze für Model Y und für Model 3 so knapp über 200 € rechnen. Das denke ich ist ein fairer Preis für eine Matratze. Ich meine, der eine oder andere kennt auch die Luftmatratzen.
Die sind jetzt so praktisch, ne? Also André, du hast die Erfahrung gemacht. Genau, ich kann euch das gleich sagen. Wir haben damals angefangen mit der Plexus 2019 mit einer Luftmatratze von Alpha oder so hieß diese Marke. Das war für den Rücken auf Dauer nicht so geil. Nee. Dann sind wir umgestiegen, haben uns eine selbstgebaute Matratze genommen. Das ging auch, aber es war dann fusselig. Dann hat es auf einmal auseinandergebröselt, die Matratze. Und jetzt wirklich, wir haben das seit 2 Monaten entdeckt, war? Einen Monat. Oder einen Monat, also wirklich ganz frisch der Hersteller am Markt. Ja. Und es ist super, wirklich super. Wir schauen uns jetzt mal an. Ich freue mich sehr. Ich habe es auch noch nicht live gesehen, muss ich ehrlich sagen. Genau. Wenn wir jetzt mal schauen, hier haben wir 2 Verschlüsse, die gehen entgegengesetzt auf. Ah, okay. Zack. So. Und jetzt merkt ihr schon, so langsam bläht es auf. Ja. Denn das Ganze ist ein Memory Foam. Das heißt also, es passt sich eure Körperform an. Und gleichzeitig könnt ihr es natürlich hier beim Zusammenpacken wieder zusammendrücken. Es kommt schon so langsam rausgequollen. Ja, wenn ich mal von der Seite. Es ist schon größer als wie die Tasche. Genau. Und das Ganze ist quasi so ineinander gelegt. Ja. Und jetzt fangen wir mal kurz an. Es geht ja beim Model Y so einfach. Ja! Das ist einfach genial. Luxus, das Luxus. Ist genial. Und wir können jetzt eigentlich die Matratze schon ausbreiten. Hier haben wir noch ein bisschen Klett. Das bleibt dann hier dementsprechend auf der Flauschseite hängen, damit es ein wenig verrutschsicher ist. Und jetzt können wir eigentlich mal anfangen. Okay. Wir haben jetzt hier eine etwas härtere Seite. Was? Genau. Wie härter? Damit wir das auch über die Kopflehnen. Das ist gleich eine Halterung sozusagen. Sozusagen, genau. Wow, die haben ja gleich doppelt mitgedacht. Das ist, finde ich, vernünftig. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Genau. Wir haben jetzt hier, das müssen wir jetzt mal schauen, welche Seite. Genau, das müsste jetzt das Mittelteil sein. Nee, das ist das linke Teil. Okay, warum ist das linke Teil? Ich weiß es nicht. Also ich glaube. Doch, weil hier die Einsparung ist. Ach, hier genau. Das ist die Einsparung. Das ist genau das, was wir meinen. Diese Matratze nutzt wirklich mal die komplette Fläche. Ich helfe dir mal, Kelvin. Genau, ich muss das mal hier rausräumen. Sonst steht das hier, das Klett ist auf jeden Fall schon mal brutal, muss man ehrlicherweise sagen. Und ihr seht hier auch eine Rundung. Wir machen das gleich ordentlich vernünftig. Genau, ich lege das jetzt erstmal rein. Genau, ich lege es erstmal grob rein. Ja. Kelvin, lass mal kurz einen Blick reinwerfen. Genau. Wir haben es jetzt schon aufgebaut. So sieht's aus. Wahnsinn. Das sind 9 Teile. Ja. Jeweils 3. Die sind alle, wie gesagt, vernäht. Und genau das ist das, was wir gerade meinten. Wir nutzen jetzt wirklich mal hier deutlich mehr Breite, genauso wie da vorne, als wie es regulär ist. Normalerweise müsst ihr euch vorstellen, die Matratzen gehen strack gerade. Und diese ganzen Seitenfläche jetzt hier, wie wir es jetzt hier sehen, wird gar nicht mitgenommen. Genau, ich mache mal die Tür zu, dann sieht man es vielleicht noch. Genau, wir können ja mal, ich gehe mal rüber und da seht ihr das nochmal. Ich schwenke mal hier. Das ist nicht mal eine Handbreite. Also es wird wirklich sehr, sehr gut genutzt. Mensch, das geht ja fix, das gibt's ja nicht. Wir haben jetzt wie lange gebraucht, Kelvin? 10 Minuten? Nee. Für insgesamt 10 Minuten? Nee, 3, 4. Alter, das ist Wahnsinn, dann habt ihr schon euer Bett hier. Ist das nicht schön? Soll ich mal reinspringen, Kelvin? Ja, bitte, mach das mal. Juhu! Ohne Mist, ich lasse die Schuhe mal an, ausnahmsweise. Oh, ich bin 1,90 Meter, das wisst ihr ja. Und okay, ich muss trotzdem den Hut mal absetzen. Soll ich mal den Fahrersitz nach vorne machen? Mach mal bitte den Fahrersitz noch ein Stückchen nach vorne. Aber von der Breite her, ich meine, ich habe jetzt auch kein schmales Kreuz, muss man ehrlicherweise sagen, war Kelvin? Da passt das schon. Genau, super. Super. Wenn man jetzt hier wirklich, das ist irre. Siehst du es, Kelvin? Ich lege mich mal so hier. Und jetzt kann ich auch wirklich, oben die Fläche ist richtig, ich sag mal, stabilisiert. Weil durch diese Holzleiste, die du vorhin gezeigt hast, war. Genau. Und wenn die jetzt neben mir noch liegen wird, also wir würden. Weiß ich nicht, ob ich das will, aber. Aber wir beide würden locker hier reinpassen. Ohne Probleme. Also hier ist, ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber. Doch, das sieht man. Das Wahnsinn. ist wirklich breit. Ich zeige mal noch von innen. Kriegst du noch die Tür zu, Kelvin? Welche? Die obere. Warte, ich mach meine Schuhe mal weg. Wir wollen ja nicht das Auto noch versauen. Hab mal weggemacht. Und jetzt geht es zu und so sieht das Ganze jetzt aus. Also wirklich, es ist kuschelig. Es ist kuschelig und es geht wirklich bis hier hoch. Nochmal andere Perspektive hier. Da habt ihr wirklich Platz ohne Ende. Also die ist 1,90 Meter lang sogar oder 1,94 Meter, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wenn ihr die wirklich vernünftig legt, dann habt ihr mit 1,90 Meter eure Ruhe. Kann man nicht anders sagen, wa Kelvin? Ja, so sieht's aus. Ich gehe mal in die Mitte hier. Ist ja irre. Ist das geil. Das ist genau, kannst du mal von da vorhin, Model Y-Feeling.
Das ist genau das, was ich meinte. Es ist herrlich. Ja. Ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ich lege mich mal auf den Bauch. Oh, hast du es gemacht? Ja. So. Ich lege mich auf den Bauch. Also das geht alles. Alles super. Ja. Wirklich toll. Wir haben Platz ohne Ende. Zu zweit schön. Und die Breite wird wirklich mal ausgenutzt. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir da hinten bei Model Y ganz neu auch einen 12-Volt-Anschluss. Das bedeutet, ihr könnt da dann irgendwas Kleines laden oder einen Kühlschrank reinstellen. Genau. Das hast du noch nicht in deinem Model 3, Kelvin. Nee, sowas habe ich nicht. Schade, war? Nur eine Mittelkonsole vorne. Nur der Mittelkonsole, aber Ja. ich verstehe nicht, warum nicht alle Elektroautos fürs Camping oder sowas sogar eine 230 Volt Steckdose haben. 230 Volt wäre mega. Elektrogrill angeschlossen. Ja, das wäre echt toll. Und wirklich das Coole ist, wenn ihr die Sitze wirklich richtig gut vorfahrt, hättet ihr hier noch richtig Stauraum. Also wirklich sehr zu empfehlen. Was haben wir denn hier unten noch? Das können wir euch noch kurz erklären. Genau. Kelvin, Diese Gummipuppe von André. diese Gummipuppe, nein, es ist keine Gummipuppe, Leute. Und zwar, was ist das? Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie man im Prinzip bei einer kürzeren Matratze und wenn man nicht hinten diese Versteifung hat, wie hier bei der Testcamp, im Prinzip sein Kopfteil verlängern kann. Und das ging wirklich so weit, dass ich fast schon Holz zuschneiden wollte bei Model 3. Und jetzt kommt wirklich ein Geheimtipp. Für alle, die jetzt keine Testcamp haben und dafür was suchen. Schaut mal bei Amazon, wir verlinken es euch unten, nach solchen Hundeauflagen. Die im Prinzip pumpt ihr euch auf und dann könnt ihr die genau hier reinstecken. Aufgepumpt sind die ungefähr 30 cm breit und könnt ihr genau hier reinstecken, habt nochmal ein verlängertes Kopfteil. Ohne dass euer Kopf in der Matratze dann, also die wissen, wovon ich rede, die wissen genau Bescheid, dass das dann so runtergeht. Hier ist es sehr steif, wegen dieser Verstrebung drin, aber bei dem anderen, wie gesagt, ist das ein Geheimtipp. Ich verlinke es euch unten mal rein. Nehmen wir euch kurz noch mal mit. Also wenn man sich auch mal die Dicke anschaut hier, das sind so knapp 5 cm. Ja. Das ist halt Memory Foam, um es halt noch mal überhaupt in dieses Format überhaupt am Ende wieder reinzubekommen. Ich denke, für jemand, der wirklich einen sehr, sehr komfortablen Schlaf braucht, gut, der ist dann vielleicht mit dem Schlaf im Auto generell nicht so gut bedient. Richtig, ja. Also ich sage mal, um mal eine Nacht zu überbrücken, perfekt. Ja. Denke ich. Also da denke ich, habt ihr eine super Alternative und wie gesagt, ihr könnt das relativ oft benutzen. Sieht auch super stabil aus. Also Ja, es ist traumhaft, wirklich toll. Wenn wir jetzt noch ein paar Kissen reinlegen, sowas, ich habe es vorher noch nicht gesehen, bin sehr zufrieden, aber eine negative Sache haben wir, wa? Die müssen wir ehrlicherweise auch sagen. Gerade komischerweise nur bei Model Y, hat Kelvin gesagt. Wir haben es auch eben gerade mal gesehen und auch mit Model 3 verglichen. Es geht darum, dass die Innenraumverkleidung im Heckbereich aus 2 unterschiedlichen Stoffen ist. Beim Model Y ist es halt dementsprechend mit einem etwas hochflorigen Stoff oder ich sag mal etwas weicheren Stoff gemacht. Und wie ihr hier seht, Ist hier Klettverschluss, das soll zur Stabilisierung dienen, aber es macht einen Flausen hier rein. genau, das müssen wir mal gucken, ob wir Zeig das mal, irgendwie... kriegt man das reingefangen? Das kriegt man, sieht man, ja. Ja, sieht man. Ja. Und das ist nicht so toll. Das Ja. ist nicht so toll. Das ist leider nicht so toll. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie... Es gibt ja so Fusselrasierer. Ja. Dass man das Wir irgendwie... melden es auf jeden Fall den Hersteller zurück. Komischerweise, wenn wir da mal angucken hier, Genau. Ich hatte es bei mir schon drin gehabt. das ist eine andere Struktur. Das ist viel grober, wa? Das ist viel, viel grober. Also das ist einmal ein bisschen billiger gemacht als beim Model Y. Und ihr merkt einfach, also hier passiert gar nichts. Also Ja. da könnt ihr Klett draufknallen ohne Ende. Also Komisch, das ist kein Problem. Ja, das müsst ihr halt, wie gesagt, wissen. Kleiner Insider. Und ansonsten falten wir es jetzt mal zusammen. Wir gucken mal, ob sie wieder komplett reinpasst, oder Kelvin? Ja. So, Kelvin, das ist wieder diese Eigenschaften von diesem Memory Foam, war. Er Genau. lässt sich halt wirklich gut komprimieren. So sieht's aus. Ist natürlich ein bisschen körperliche Arbeit. Ja. Das Ganze wieder... Na gut, bei deinem Leichtgewicht wird das dann schwierig. Das Ja, genau. Also da gibt das Ganze natürlich sehr schnell nach. So, jetzt gucke ich gerade mal, dass ich das auch richtig genau so rum... Ja. Wichtigste dürfen wir nicht vergessen, nämlich das Laken. Und ihr habt ja auch gesehen, der Teddy beobachtet uns, ist der Kontrolleur heute am heutigen Tag. Jetzt kommt das Laken noch drauf. Und das war's dann schon, genau. Ja, Mal gucken, ob es zugeht. kann man natürlich auch in sauber machen, ne? Also Ist ja jetzt nur für euch symbolisch, aber ihr seht auch, es geht einwandfrei zu. Das ist wirklich eine schöne Eigenschaft, muss man echt sagen. Und das geht jetzt, wie schnell war das jetzt? Aufgebaut, zugebaut. mit Das ein ist bisschen, super mit ein bisschen Filmerei. Ja,
Und schon drin ist es drin. Super, ja. Kelvin. Also ich sag dir, gerade für Leute, die viel Camping gehen, also viel campen gehen und generell viel Auto unterwegs sind, A und O ist schneller Aufbau, Abbau. Das ist wichtig, hast du recht. Weil ich glaube, nichts nervt mehr, als 2 Stunden lang irgendein scheiß Zelt abzubauen. Ohne Mist, da hast du recht. Und gerade wenn man mal wirklich mal in eine Raststätte fährt oder einen Parkplatz, einfach mal schnell aufbauen nachts und du hast keinen Bock hier jetzt noch genau, ich meine, kommst nach einer langen Fahrt, willst einfach mal schnell das aufbauen, zack, bumm, hast du es wirklich in 2-3 Minuten aufgebaut. Oder es ist schlechtes Wetter draußen. Ja, absolut. Ey, ne? Nee, es muss regnet nicht sein. und sonst was. Du willst nur schnell zusammenpacken, weißt du, kannst du machen. Kein Problem. Absolut. Also Testcam, Daumen nach oben, aber einen Daumen runter gibt es eindeutig bei einer Sache, nämlich genau bei der hier. Und das ist blöd. Das ist nicht schön. Ja, da müssen wir. Das ist nicht schön. Da müssen wir zurückmelden. Ja. Müssen wir zurückmelden. Wir schreiben direkt mit den Hersteller. Genau. Das ist kein Problem. Wir melden das zurück, Leute. Macht euch keine Sorgen. Aber ich meine, gut, ein Fusselrollen, dann ist das weg. Aber es soll nicht sein. Ja gut, wir brauchen da schon einen Fusselrasierer wahrscheinlich. Fusselrasierer, ja. Genau, damit wir, weil im Grunde sind einfach nur die Faser nach oben rausgezogen. Das ist natürlich, das wird jedes Mal auch wieder passieren, sobald wir halt das Klett verwenden. Aber man muss auch sagen, wenn wir uns zum Beispiel die Rückseite hier anschauen, hier ist gar nichts. Da ist gar nichts. Das ist ein anderes Material anscheinend. Das ist höchstwahrscheinlich wieder ein anderes Material, das einfach nicht so rauszuziehen ist wie das hier. Und aber da denke ich, wird sich auch eine Lösung finden. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFever-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFever bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. So, wir zeigen euch das Ganze natürlich auch nochmal beim Model 3, der Vollständigkeit halber. Ist natürlich ein bisschen frickeliger, weil ich nicht so eine tolle große Heckklappe habe wie der andere. Das war auch der Grund, warum ich umsteigen wollte, ohne Mist. Das war ein Hauptgrund mit dabei. Und zeigen euch, dass es hier genauso gut funktioniert, dass wir da auch eine sehr tolle, angepasste Matratze haben. Genau, wir machen jetzt einfach einen Zeitraffer, würde ich sagen. Und dann, ihr seht es innen und sowohl außen filmig. Und natürlich nochmal als Bonus, jetzt blasen wir es wirklich mal auf mit dem Anschluss. Und dann zeigen wir euch mal, wie man das genau positioniert. Bei dir jetzt ein bisschen runter. So. So sieht das Ganze aus, Leute. Im Prinzip jetzt wirklich eine Verlängerung. Wenn ihr jetzt das drauflegt, habt ihr schön nochmal hinten einen Widerstand und das lässt sich deutlich angenehmer schlafen, gerade für große Leute. So ein Stück kannst du da runter. Es wird ja halt hier in der Mitte gehalten durch die Mitte-Konsole. Genau. Aber ihr habt jetzt wirklich eine schöne Verlängerung. Und Kelvin, es ist dein Auto, du musst dich jetzt unbedingt mal reinlegen. Wir wollen es doch sehen. Wir wollen sehen, wie du als Model hier drinnen liegst. Ich bin hier in Lauerstellung und warte auf dich. Genau, jetzt klettere ich jetzt mal voller Eleganz. Ja, das ist nämlich genau das Problem, bisschen da reinzukommen, wa? Oh ja. Oh ja, oder? Och, es geht. Aber du kriegst es hin. Ja, ja. Geübter Camper. Und ihr seht ja auch, das ist die Strebe, die ist ein bisschen nervig bei Model 3, aber ansonsten liegst du komplett drin. Ja gut, du hast halt hier das Problem mit der Kofferraumabdeckung. Ja, ich komme mal rüber zu dir. Ja. Ist in Ordnung, wa? Und du bist natürlich noch ein Stück kleiner, da siehst du auch, da geht die Matratze locker. Also mit 1,70 knapp, ich mache mal kurz den Kofferraum zu. Ich komme ja nicht mal mit den Füßen ran. Das ist ja alles ganz easy. Ja. Super. Wahnsinn. Ja. Also für deine Größe ist es echt optimal. Ja, also für kleine Menschen muss man echt auf sagen. Jeden Fall. Du brauchst, ich komme nicht mal hier oben hin. Du brauchst die Verlängerung eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht. Ja. Also das ist wirklich nur Bonus. Aber wie gesagt, die Kante, die hat mich immer extrem gestört. Ja, das ist Model 3 mit Camping ist das echt blöd. Aber sieht gut aus, Leute. Habt ihr das gelernt? Bei Model 3 könnt ihr sogar super einfach auch noch hier die untere Sitzbank ausbauen. Ja, theoretisch wäre das möglich, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ein bisschen höher dann? Ja, ein bisschen angelehnt, aber das passt schon soweit. Ja. In diesem Sinne, Leute, haben wir euch eigentlich jetzt hoffentlich was Schönes gezeigt. Und wer Bock drauf hat, wie gesagt, abgesehen von der einen Kleinigkeit beim Model Y, passt das eigentlich ziemlich gut, war. Und wir verabschieden uns, verlinken euch das unten rein in die Videobeschreibung. Und wir sehen uns, denke ich mal, beim nächsten Video wieder, war Kelvin? So sieht's aus. Man sieht sich. Frohes Camping!